Guten Morgen aus Puerto Natales. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bus. Ich habe gut im Hostel geschlafen. Ich konnte mich gestern ein bisschen ausruhen. Ich habe eine richtig fette Pizza gegessen. Ja, jetzt bin ich nur mit meinem kleinen Rucksack. Sieht man gar nicht. Und anderen Wanderstöcken unterwegs. Und nehme um 6:45 den Bus, um wieder in den Park reinzufahren und dann die Torres zu sehen. War kein Aufwand, aber ja, ging halt alles nicht anders. So, auf geht's zu den Torres. Wir haben ja knapp 9 Uhr. Anfahrt hat heute super geklappt. Wenn man bedenkt, am ersten Tag war ich um 10:30 hier, weil am Eingang, wo man sein Ticket zeigen muss und nochmal mit dem Transfer weiter zum Welcome Center fährt, war es beim ersten Mal ein bisschen chaotischer als heute. Und heute habe ich natürlich auch ein bisschen schlauer war, direkt in einen der ersten Shuttle geschafft und wusste natürlich auch direkt, wo ich langlaufen muss. Ja, jetzt geht's los. Da geht's jetzt hin. Irgendwas quietscht. Es fühlt sich übrigens jetzt schon so viel besser an, nur mit dem kleinen Rucksack zu laufen. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war es schon wert, dieses Hin- und Hergefahre. Was auf jeden Fall auffällig ist, dass natürlich der Weg hier heute sehr voll ist. Weil das natürlich, so wie ich, heute auch viele als Tagestour machen. Ja, manche machen ja auch nur diese eine Wanderung hier im Park. Und ja, dementsprechend sieht man hier immer so ein paar Trauben, so Trüppchen und ja, lange ja, nicht Schlangen, aber so Linien, Leute, die hintereinander hertrotten. Ja, vor allen Dingen halt die Tageswanderer, weil die W-Tracker und O-Tracker sich natürlich den Sonnenaufgang nicht entgehen lassen. Ja, aber so ist das. Das ist lustig, ja. Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine. Anstrengend ist Take es my hand trotzdem. and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me, just be with me, just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love.
Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. We're still in the moonlight. It's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. Throwing open all the curtains wide. Not gonna miss a thing. Nothing's promised to you in this life, but it's there for us to take. So live well, be bold, be brave. We lay in the daylight under the old oak tree. Simple, beautiful, it's all we need. Chasing the wonder, endless. Further into the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. Ich glaube übrigens, dass ich jetzt schon so ziemlich die Hälfte geschafft habe, weil es ging jetzt gerade noch mal ein bisschen bergab, wie ihr gesehen habt, und laut Karte sollte das jetzt dann so die Hälfte sein. Jetzt gleich geht es noch mal steil bergauf. Jo, wir haben aktuell 11 Uhr. Ah, hier ist eine Karte, aber da habe ich ja wie gesagt schon festgestellt, die sind nicht immer so ganz wahrheitsgetreu. Und auf der erkenne ich schon mal gar nichts. Dann kann man sich Wasser aus dem Hahn ziehen. Und hier gibt es einen Café und Restaurant. Okay. Ja, vielleicht auch ein Rückweg. Ah, hier ist das Camp Chileno. Jetzt verstehe ich. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man hier so auf der Plattform schläft. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier stinkt es nach Pipi. Hier hätte ich nicht so Bock drauf gehabt. Aber schaut euch das an. Sieht schon ganz nice aus. Ich frage mich, ob es hier überhaupt Zeltplätze mit eigenem Zelt gegeben hätte. Und ich hätte übrigens aufgrund des Plätscherns die ganze Nacht pinkeln gemusst. Ich weiß, too much information, aber ja, so ist es. So. Da bin ich angekommen. Ich bin hier. Und da will ich hin. Ja, so in etwa die Hälfte. Jetzt muss ich erstmal hier zum Ranger. Und von da sind es, glaube ich, nochmal 1 Kilometer laut meiner Karte, die ich in der Tasche habe.
die sagen alle was anderes. Das war doch noch nicht ganz die Hälfte. So. Man kann schon was erahnen. Hier ist gerade noch richtig windig. Okay, bis zum Mirador noch 45 Minuten. Da oben kann man sich schon erkennen. Sollten jetzt noch so 30 Minuten hier klettern sein. Okay. Ich bin da. Ich habe etwa knapp 4 Stunden gebraucht. Ja, die letzten 45 Minuten, die waren echt anstrengend. Das war auch eher so Klettern. Ja, und der Rest, der war irgendwie ein bisschen langweilig. Und so sieht es hier tatsächlich aus. Natürlich sehr voll. Ich bin jetzt wieder da angekommen, wo vorhin angezeigt wurde, es sind noch 45 Minuten. Der Abstieg, sage ich euch, der war echt nochmal ganz schön krass, weil es hat sich mega krass gestaut. Ich musste irgendwie an Mount Everest denken. Es ist natürlich übertrieben, aber gleichzeitig sind einige gegangen, also so eine Traube, und es kam halt auch noch ganz schön viele an, und das hat sich dann ganz schön gestaut. Dann dieser steile Weg. Jetzt ist übrigens auch der Weg schon geschlossen, weil man es zeitlich dann noch nicht mehr schaffen würde. Haben sich gerade auch noch ein paar einfach vorbeigeschlichen, weil sie auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Es ist auch gerade jemand gestürzt, der hat sich Gott sei Dank nichts getan, aber es war halt jemand in so ausgelatschten Nike-Sneakern. Da hat auch ein Tourguide gesagt, so, scheiß Schuhe. Ja, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ne? Das Wichtigste sind Schuhe. Das ist das A und O. Und aber ja, vernünftige Schuhe und auch Wanderstöcke für so eine Strecke niemals wandern. Auch wenn man so Tagestouren irgendwie im Urlaub bucht, informiert euch, ob die für eure Kenntnisse angemessen sind, und ob ihr auch das Equipment habt. Und vor allen Dingen in Puerto Natales kann man alles leihen. Alles. Stücke, Klamotten, Schuhe, alles. Also ist nicht so sinnvoll, damit alten Schuhen und so wandern zu gehen. Hallo, ich habe es geschafft. Ich bin hier am Ende angekommen. Hier ist leider laut. Hier wird gerade gesägt, aber ja, müsste jetzt durch. Ich habe meine Wanderung beendet. Ich war
da oben. Ich hatte richtig Glück, weil jetzt ist alles zugezogen mit Wolken. Und ja, es war auf jeden Fall mega cool. Vor allen Dingen der Teil vom O-Track. Den kann ich jedem nur empfehlen, der gerne wandert. Da war die Natur richtig schön, da waren nicht so viele Leute unterwegs und ja, einfach sehr schön. Die 2 Etappen, die ich jetzt vom W-Track gewandert bin, die haben mir dagegen gar nicht so gut gefallen. Auch heute fand ich den Weg irgendwie langweilig und ein bisschen kacke, weil der so voll war und es war so, alle waren so pushy und überhaupt nicht freundlich, wie das Wanderer eigentlich sonst immer so sind und irgendwie, weiß ich auch nicht, war nicht so geil. Ja, die Torres, die waren auf jeden Fall natürlich das Highlight, aber jetzt auch auf dem Rückweg habe ich gar nicht mehr gefilmt. Ich wollte erst auch noch oben eine Cola trinken am Zeltplatz, aber da war es so voll. Ich war eben nur zur Toilette und habe dann da auch Bekannte noch getroffen vom O-Track. Ich mit denen ein bisschen verquatscht und habe gedacht, nee, dann gehst du jetzt lieber runter. Habe dann auch noch ein paar andere Mitwanderer vom O-Track getroffen, mit denen ich dann hier und da gequatscht habe. Und ja, also alles in allem auf jeden Fall ein schöner Tag. Ich habe die Torres gesehen, dafür war ich ja auch so ein bisschen hier und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht nur den W-Track gelaufen bin. Also war ja eh nicht möglich, weil ja alles ausgebucht war. Aber nichtsdestotrotz hatte ich kurzzeitig überlegt, nur den W-Track zu laufen, weil ich nicht ganz so viele Tage hier verbringen wollte, weil ich habe ja nur 3 Monate und ich will ja so viel sehen. Aber ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe oder dass das auch nicht möglich war, weil die anderen Etappen einfach viel schöner waren. Aber ja, ich will euch jetzt auch hier nicht ein Kotelett an die Backe labern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde nochmal ein separates Video mit Tipps und Informationen drehen. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, lasst mir die in den Kommentaren da. Dann kann ich da auch nochmal konkret drauf eingehen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Videos gefallen haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und schaut gerne auch mal hier oben rein. Da habe ich euch die anderen Episoden verlinkt. Ciao!